Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Fair News Aktuell. Jeden letzten Freitag im Monat soll es hier aktuelle Infos zu Fährschiffen, Fährhäfen und Fährverbindungen geben. Falls du keine zukünftige Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke. TT-Line übernimmt ersten Neubau. Die in Lübeck-Travemünde beheimatete TT-Line GmbH & Co. KG hat am 7. März ihren ersten Neubau auf der chinesischen Werft CMI Yinling übernommen. Die 203 Meter lange und 31 Meter breite Ro-Pax-Fähre bietet Platz für 800 Passagiere und ermöglicht auf 4000 Lademetern den Transport von bis zu 300 Trailern. Das Zitat umweltfreundlichste Schiff der Unternehmensgeschichte wird als erstes Fährschiff in der Ostsee mit dem umweltschonenden Treibstoff Flüssigerdgas, auch LNG genannt, betrieben werden. Auch ansonsten ist beim Neubau an vielen Stellen Wert auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit gelegt worden. Neben einer energieeffizienten Klimaanlage und einem optimierten Schiffsrumpf finden sich auch 20 E-Auto-Ladesäulen an Bord. In den nächsten Wochen wird das Schiff nun den rund 11.600 Seemeilen langen Weg von China nach Travemünde antreten. Hierfür wird der Neubau ungefähr 36 Tage benötigen. Von China aus führt die Fahrt über Singapur und Sri Lanka, durch den Suezkanal bis nach Algeciras im Mittelmeer. Nach einem kurzen Stopp geht es von dort aus weiter entlang der spanischen, portugiesischen und französischen Atlantikküste bis in die Nordsee. Nach der Umrundung von Skagen wird das Schiff an Dänemark vorbei nach Travemünde einlaufen. TT-Lines Neubau firmierte lange unter dem Projektnamen Greenship. Erst Anfang Januar diesen Jahres wurde bekannt, dass der Neubau den Namen eines bereits bei TT-Line verkehrenden Schiffes übernehmen wird: Nils Holgersson. Bei Nils Holgersson handelt es sich um die Hauptfigur der Kinderbuchgeschichte Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden. In der Geschichte der schwedischen Autorin Selma Lagerlöf geht es um einen 14-jährigen Jungen, der als Däumling auf dem Rücken einer Gans quer durch Schweden fliegt. Die in Deutschland sehr beliebte Kindergeschichte wurde als Anlass genommen, das zwischen Deutschland und Südschweden verkehrende Schiff hiernach zu benennen. Aus Nils Holgersson wird Acker. Bleiben wir noch kurz bei TT-Line. Aufgrund des Wunsches der Reederei, den gerade erwähnten Neubau Nils Holgersson zu nennen, musste der Name der 2001 auf der SSW Fähr- und Spezialschiffbau in Bremerhaven gebauten Nils Holgersson geändert werden. TT-Line entschied sich, bei der Kinderbuchgeschichte von Nils Holgersson zu bleiben und die Fähre nach der Leitgans Acker von Kebnekaise zu benennen. Ihrer Wildgänseschar schließt sich Nils Holgersson mit seiner Gans Martin im Kinderbuch an. Acker gilt als lebenserfahren, weise, würdevoll, ehrwürdig, geachtet und durchsetzungsfähig. In den letzten Wochen erhielt die Acker dementsprechend auch eine neue Zeichnung auf ihrem Schornstein. P&O Ferries entlässt 800 Mitarbeiter via Zoom. Am Donnerstag, den 17.03.2022, hat die britische Fährgesellschaft P&O Ferries ohne Vorwarnung alle ihre 800 Besatzungsmitglieder entlassen. Dies geschah nicht etwa in persönlichen Gesprächen oder per Brief, sondern in einem Zoom-Meeting. Den Seeleuten wurde mitgeteilt: Euer letzter Arbeitstag ist heute. Die Massenentlassung der gesamten Crew sei aufgrund von hohen Verlusten unumgänglich, schrieb P&O Ferries. Im letzten Jahr, so P&O Ferries, habe man ein Defizit von 100 Millionen Pfund zu verkraften gehabt. Zwar habe der Mutterkonzern DP World aus Dubai den Verlust aufgefangen, nun gilt es aber, die Ausgaben in Zukunft zu verringern. Daher wird nach Entlassung aller Crewmitglieder nun auf schlechter bezahlte Zeit- und Hilfsarbeiter zurückgegriffen. Hiermit erhoffe sich die Fährreederei eine Halbierung der Kosten für ihre Besatzung. So sollen die Arbeitsplätze der 2200 anderen Beschäftigten gesichert werden. P&O Ferries transportierte vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie jährlich bis zu 10 Millionen Passagiere und war für 15% des Gütertransportes auf und von der britischen Insel verantwortlich. P&O Ferries betreibt Fährlinien sowohl zwischen dem europäischen Festland und der britischen Insel als auch zwischen der Insel Irland und Großbritannien. Unter anderem stehen dabei die Verbindungen Dover-Calais, Liverpool-Dublin, Hull-Rotterdam und Cairnryan-Larne auch für den Passagiertransport zur Verfügung. Bei den verbleibenden Routen handelt es sich um reine Frachtverbindungen. Im Rahmen der Massenentlassungen stellte P&O Ferries zunächst den gesamten Fährbetrieb ein.
Grund hierfür sei die Anlernung der neuen Mitarbeiter auf den Schiffen, so P&O Ferries. Stand Donnerstag, den 24.03.2022, ist der Fährverkehr jedoch laut dem Twitter-Account P&O Ferries Updates zumindest auf der Route zwischen Liverpool und Dublin wieder in Fahrt. Außerdem zeigen die AIS-Daten der Schiffe North Stream und Estraden, die zu P&O Ferries gehören, dass auch der Frachtverkehr zwischen dem Teesport in Middlesbrough und Zeebrugge sowie zwischen dem Teesport und dem Europort in Rotterdam durchgeführt wird. Jedoch sei hier angemerkt, dass es fraglich ist, ob dieser Fährverkehr überhaupt zum Erliegen kam oder gar nicht unterbrochen wurde. Dies lassen zumindest die Anläufe der Schiffe in den letzten Tagen laut marinetraffic.com vermuten. Holland Norway Lines steht in den Startlöchern. Ab dem 7. April 2022 geht eine neue Fährreederei in der Nordsee an den Start. Das 2020 gegründete Unternehmen Holland Norway Lines wird dann mit dem von Tallink gescharterten Fährschiff Romantica Eemshaven in den Niederlanden mit dem südnorwegischen Kristiansand verbinden. Pro Richtung wird es 3 Abfahrten pro Woche geben. Die Überfahrtszeit zwischen den beiden Nordseehäfen beträgt ca. 18 Stunden. Das eingesetzte Schiff bietet 1500 Passagieren Platz und kann auf 1030 Lademetern Fracht und Pkw transportieren. Grimaldi Lines eröffnet neue Linien nach Savona. Am 11. April 2022 wird Grimaldi Lines eine neue Passagier- und Frachtverbindung zwischen Savona in Ligurien und Porto Torres auf Sardinien eröffnen. Die Fährlinie wird bis zum 1. Juli zunächst 3-mal wöchentlich je Richtung mit der Fähre Zeus Palace bedient werden. Ab dem 2. Juli bis zum 18. September sollen dann von Montag bis Samstag tägliche Abfahrten in beide Richtungen erfolgen. Ab dem 19. September bietet Grimaldi Lines dann wieder 3 Abfahrten je Richtung pro Woche an. Die Zeus Palace wurde 2001 von der Werft Samsung Heavy Industries für die griechische Reederei Minoan Lines unter dem Namen Prometheus gebaut. Im Laufe der Jahre verkehrte das Schiff unter verschiedenen Namen, vornehmlich vom italienischen Festland aus, auf internationalen Verbindungen. Das Schiff bietet Platz für bis zu 1720 Passagiere und kann auf 2000 Lademetern sowohl Pkw als auch Lkw transportieren. Sardinien steht seit Jahren im Mittelpunkt unserer Investitionen im Rahmen unserer breit angelegten Strategie, die auf eine territoriale Kontinuität zwischen dem italienischen Festland und den großen Inseln des Landes abzielt, so Emanuele Grimaldi, Reedereichef der Grimaldi Lines. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Und wenn du auch in Zukunft keine Videos verpassen möchtest, dann klicke doch einfach hier auf den Abonnieren-Button. Wenn du außerdem immer direkt informiert werden möchtest, wenn ein neues Video hochgeladen ist, aktiviere einfach noch die Glocke. Bis bald!